Manchmal hat es einen Grund, wenn irgendwo viele Boote liegen und irgendwo keines. Das Wetterfenster, was wir jetzt haben, ist nur so halb gut. Es ist halt, wir müssen halt zickzack fahren. Da bin ich gespannt, ob wir den segeln können oder ob wir dann einfach nur schnurgerade nach Norden fahren. Das wäre ja eigentlich Quatsch, weil wir wollen ja nach Südwesten. Herzchenpunkt Nummer 1 an der Küste von mir. Der berühmte Myrtos Beach. Bitteschön. Ja, es ist leider ein bisschen unruhiger als gedacht, als erhofft. Aber es ist schon echt tolle Wasserfarbe. Schöner Strand. Man sieht, dass keine Hochsaison mehr ist. Es ist relativ leer am Strand. Und ich finde, es ist so ein bisschen die Mischung zwischen dem Norden von Mallorca und den Playa Papagayos, Lanzarote, die Strände. Wir sind natürlich ganz unbedarft und unbedacht hier reingefahren und haben einfach mal den Anker fallen lassen und wir liegen auf einer Felsplatte. Also es gibt hier Fels und Sand und die da hinten, die wissen alle besser, wo man hin muss. Manchmal hat es einen Grund, wenn irgendwo viele Boote liegen und irgendwo keines. Aber wir wollten eh nur einen Zwischenstopp machen und fahren gleich nochmal nach dem Kaffee weiter zu einem nächsten Punkt meiner Liste von dieser Seite. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Und irre Wasserfarbe. Also da vorne muss es noch viel, viel krasser sein als hier. Schön, ne? Du lass weiterfahren. Es ist auch viel zu viel Welle. Wir fahren an der Nordküste von Kefalonia entlang. Vor uns liegt Fterre Beach, eine große türkise Bucht, eingefasst von hellen Felsen. Das Wasser ist so klar, dass man die Steine am Grund sehen kann. Die Aufnahme hat keinen Ton und keine Ahnung warum. Man sieht nur mich reden und wie begeistert ich bin. Dieser Ort wirkt einfach unglaublich, selbst aus der Entfernung. Anhalten wäre schön gewesen. Aber es ist spät, die See unruhig, der Wind steht auflandig. Cool, schöner Platz hier. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, aber es ist relativ ruhig. Ich würde ja lieber in der ersten Reihe liegen, aber
Man kann ja nicht alles haben im Leben. Vielleicht fährt ja noch einer. Das hat jetzt gerade so alles, was man braucht. Das ist Ruhe. Da ist eine Höhle für Christoph, wenn ihm langweilig ist. Es ist ein bisschen türkis am Strand und einigermaßen ruhig. Ich glaube, das wird eine ganz gute Nacht. Also passt. Wir fahren jetzt Richtung Agostoli, haben diese wunderschöne Bucht verlassen, von der ich wieder mal nicht weiß, wie sie heißt. Und sind jetzt schon um die Ecke rum. Und schon sieht die Landschaft wieder anders aus. Die schroffen Cliffs sind weg, flach, Ortschaften. Das ist irgendwie total faszinierend. Christoph ist heute Morgen losgefahren. Es ist kein Wind oder so gut wie kein Wind und es war klar, dass wir sowieso motoren müssen und da er ja Frühaufsteher ist, fährt er immer gerne morgens schon mal los im Dunkeln. Und da wir nur motoren und es dunkel war, gibt es da natürlich auch keine Aufnahme. Muss jetzt auch nicht sein. Wir fahren jetzt Richtung Agostoli, aber nicht nach Agostoli. Sondern auf die andere Seite. Wir wollen ein bisschen was nachtanken, sicherheitshalber. Wir überlegen, die nächsten Tage loszufahren. Es ist kein besonders tolles Wetterfenster. Es ist eher schwierig und wahrscheinlich auch eine kreative Wegführung. Ja, aber wir wollen nicht nochmal ETP bezahlen. Wir sind ja über 12 Meter, das heißt, wir bezahlen für jeden Meter und das ist ganz schön teuer. Und dafür, dass wir dann nur noch mal 2 Tage da sind, nochmal so viel Geld zu bezahlen, das tut uns irgendwie im Herz weh. Naja, wir werden es sehen. Es wird kurzfristig entschieden. Wir gucken die Wettervorhersagen an, wir vergleichen Wettermodelle und werden uns dann entscheiden. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen motoren müssen. Und wir möchten halt versuchen, so wenig wie möglich zu motoren. Ja, schwierige Entscheidung. Kefalonia gefällt mir. Es ist wirklich schön hier. Es ist echt hübsch. Schöne Insel. Ja, hast du Wettermodelle nochmal geschoben gerade? Oh, ja. Also ich glaube, da spricht schon was dafür für deine Idee. Müssen wir mal gucken, aber dieser Nordwind, der dauert nur 12 Stunden, ne? Ja, es ist echt blöd. Also ich weiß nicht, wie viel du jetzt erzählt hast. Ja, dass wir gucken, ob wir fahren wollen. Dass der Wind schwierig ist. Ja, also wir sind schon relativ spät im Jahr und dieser verlässliche Nordwind, den haben wir im Moment nicht. Und wenn er da ist, dann trennt er sich auch, sodass er halt, wenn das Norden ist, dann teilt er sich so. Das heißt, hier hast du ihn wahrscheinlich zu hoch und wirst nach Süden weggedrückt oder kannst gut fahren, aber auf der anderen Seite ist er dann zu hoch. Also du hast immer eine Seite, die zu hoch ist. Das heißt, eigentlich hast du immer nur so einen halben bis einen Dreivierteltag, den du segeln kannst und der Rest ist halt unklar oder gegen an und das ist halt immer ein bisschen doof. Jetzt müssen wir halt gucken, aber wir wollen gerne so bald wie möglich Richtung Malta springen, weil wir da auch noch Zeit verbringen wollen. Na, junge Frau, wie sieht's aus? Ja, das weiß ich noch nicht. Wir haben uns sehr spontan entschlossen, jetzt tatsächlich loszufahren Richtung Italien, Malta, mal schauen, wo wir rauskommen. Ja, habe ich nichts dazu zu sagen. Doch, also das klingt jetzt so holter die Polter und wir hätten uns nicht überlegt, was wir tun. Das haben wir natürlich schon. Das Wetterfenster, was wir jetzt haben, ist nur so halb gut. Es ist halt, wir müssen halt zickzack fahren. Wir fahren irgendwie runter, dann fahren wir wieder hoch, dann fahren wir wieder runter.
theoretisch, wenn der Wind so macht, wie Windy sagt, dass er macht, dann, ja, dann ist das so. Und wenn er es nicht so macht, weiß man es halt auch nicht. Also ja, ist ein bisschen verrückt. Aber es ist, wenn es so läuft, wie wir uns das überlegt haben, ist es mit noch am wenigsten Motoren zu den Varianten, die es gab. Und das Problem ist, dass zum Ende des Monats es kommt kein Wetterfenster bisher von der Vorhersage, das länger besseren Wind bringt als das, was wir jetzt haben. Ist natürlich auch noch lange hin bis dahin, weiß man nicht, wie es am Ende wirklich ist, aber ja. Genau, also wir hätten jetzt die Wahl gehabt, sozusagen noch 2, 3 Tage zu warten oder morgen zu fahren, wo wir ganz genau gewusst hätten, wir haben 2 von 3 Tagen Flaute, also eigentlich nur einen halben Tag guten Wind, den Rest wahrscheinlich Flaute. Das wäre die andere Alternative gewesen. Wir beobachten ja schon eine ganze Weile jetzt das Wetter, weil es natürlich wir schon ein schönes Wetterfenster gerne hätten rüber. Also ich zeige euch gleich noch den Plotter, dann seht ihr mal den Kurs, den wir uns überlegt hatten. Wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video. Immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt es Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und danke an alle, die schon mit an Bord sind, das bedeutet uns wirklich viel. Das sieht echt lustig aus, aber wenn der Wind anders kommt, dann haben wir immer noch eine Fallback-Option. Das heißt einfach ablaufen, und ablaufen heißt, dass wir, wenn er dann wirklich falsch kommt, nach Süden ablaufen, und das ist eigentlich unsere Richtung. So. Also so richtig viel kann nicht passieren, es sei denn, wir haben jetzt ein technisches Problem. Wir Also müssen an Land. es ist bis kurz vor Italien der Wind eher zu schwach als zu stark. Also wir kommen jetzt nicht in ein 30 Knoten Windgebiet rein. Später mehr dazu. Wenn unser Plan weiterhin so gut aufgeht wie in der ersten Stunde, dann ist gut, oder? Ja, ja bitte. Also wir sind genau auf Kurs. Also wir sind jetzt so einen kleinen Bogen gefahren. Der Wind dreht immer mehr so, wie wir es wollen. Und wir sind ein bisschen gerefft unterwegs mit dem Groß, damit wir nicht so viel Lage fahren, fahren trotzdem 6,2 Knoten. Also überperfekt eigentlich dafür, dass ich Angst hatte, ob wir überhaupt segeln können bei dem Wind. Hätte ja auch zu schwach sein können. Ja, wir haben noch 3 Tage vor uns. Ja, bitte die ganzen 3 Tage und bitte unser gesamter Plan. Genau. Es wäre schön, wenn unser gesamter Plan funktioniert. Und dann so als Sahnehäubchen obendrauf noch der passende Wind nach Malta. In diesem Video geht es aber vor allem darum, wie wir eine konkrete Route geplant haben mit einem relativ schlechten Wetterfenster und was dann tatsächlich daraus geworden ist. Und zwar von Kefalonia in Griechenland nach, ganz grob, Südwesten runter Richtung Malta. Wir hatten, wie gesagt, kein sehr gutes Wetterfenster.
Wie sieht das Wetter-Update aus? Ja, das Wetter sieht aus wie gedacht. Also wir segeln im Moment genau auf der geplanten Route. Und wahrscheinlich haben wir den Wind noch bis 21 Uhr und dann haben wir Flaute bis morgen so circa um 10. Und im Moment fahren wir nach Südwesten. Das heißt, in dem Moment fahren wir wahrscheinlich dann weiter Richtung Südwesten, weil danach kommt der Wind, der uns nach oben wegdrückt. Und dass wir dann mit dem ersten Teil des Windes möglichst weit nach Westen fahren können, bevor er uns anfängt nach oben wegzudrücken. Bisher klappt der Plan, aber die große Unbekannte ist der Wind morgen. Da bin ich gespannt, ob wir den segeln können oder ob wir dann einfach nur schnurgerade nach Norden fahren. Das wäre ja eigentlich Quatsch, weil wir wollen ja nach Südwesten. Morgen haben wir eigentlich nur die Möglichkeit, entweder es passt doch, wir können nach Nordwesten fahren, was schon mal gut wäre. Wenn es nicht passt, fahren wir entweder direkt nach Norden oder direkt Richtung Kreta. Und beides ist Käse. Aber ja, müssen wir mal gucken. Genau, dann wird es doch nochmal Kreta. Kreta oder Korfu? Kreta. Kreta Ja. ist doch unten. Ja, ich sag ja, also vom Windwinkel her. Wenn es blöd läuft, haben wir nur die zwei Möglichkeiten. Korfu oder Kreta. Ja. Ja, dann lieber Korfu. Ja, das stimmt. Dann lieber Korfu. Sieht bestimmt ganz spooky aus. Es ist 9:30. Und jetzt mussten wir doch den Motor anmachen. Also wir haben konnten deutlich länger segeln als geplant. Oder gedacht, sagen wir es mal so. Und da sind wir eigentlich schon nicht ganz zufrieden mit. Christoph hat sich jetzt hingelegt. Ich mache die erste Nachtwache. Nachher tauschen wir dann. Er macht dann die Hundewache. Das läuft bei uns immer ziemlich gut. Boah, Wetter geht's. Wenn dich mehr interessiert, wie wir Wetterrouting und Routenplanung machen, auf dem zweiten Kanal Hafenkino Technik habe ich dazu mal ein Spezialvideo gemacht. Schau da gerne auch mal rein.